Hey meine Freunde, ich bin wieder auf Lost Place Tour unterwegs und ja, bin heute wieder unterwegs, bereit für ein neues Video sozusagen, und wir stehen hier auch schon vor der ersten Location. Das soll früher mal eine alte Villa gewesen sein. Die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Viel Spaß bei dem Video. Es werden auch noch weitere Locations folgen. Genau, dann viel Spaß bei dem Video. So, wir sind jetzt hier auch schon direkt auf dem Gebäude. Wie ihr seht, das soll früher mal eine Villa gewesen sein, sozusagen. Mit einem Seitengang hier auf das Gebäude. Können wir ja auch mal reingehen. Wollen wir hier als erstes rein, ja, aber? Gucken wir uns mal an. Hier sind noch die Treppen. Und ja. Jetzt zeige ich euch ein paar Außenaufnahmen von der Villa. Die beiden Villen wurden 1910 und 1920 erbaut, nach 1945 von der Sowjetarmee besetzt und seit 1994 ein verlassener Lost Place. Interessanterweise wurden entlang dieses Abschnitts der Promenadenstraße keine weiteren Gebäude außer der örtlichen Aufbauschule 1918 errichtet. Die Aufbauschule werden wir uns später noch in dem Video angucken. Jetzt erstmal viel Spaß weiterhin bei dem Video. Natürlich im ersten Raum. Ja, viel zerstört, aber hier sieht man auch oben nochmal, dass hier oben irgendwie eine zweite Etage eventuell mal gewesen sein müsste. Und da sieht man auch direkt den Dachboden, der jetzt ebenfalls ragt. Hier ging es mal zum Keller. Treppen sind auch nicht mehr vorhanden. Mal sehen, ob wir hier noch irgendwie einen Weg nach oben finden. Aber das sieht nicht mehr so aus. Es ist leider alles schon zerstört worden oder beziehungsweise ist nicht mehr vorhanden. Ne, keine Treppe mehr vorhanden. So, weiter geht's hier in der Villa und ihr seht schon, die ist total verwachsen alles. Also Natur hat sich komplett alles hier genommen. Nochmal 2 Garagen oder eine Garage eher gesagt und ein Zusatzgebäude. Da gehe ich als erstes mal kurz rein mit euch, was es hier noch zu sehen gibt. Hier ist noch russische Schrift, die wir sehen. Ja, und ja, krass, noch ein Schwimmbecken hier zu sehen. Tatsächlich. Also es war hier auch noch mit Badebereich. Tatsächlich. Auch sehr, sehr interessant das Ganze. Sehr, sehr interessant. Direkt ein Schwimmbecken hier neben der Villa. Alles natürlich schließlich überdacht. Und genau, das war dann hier nochmal ein Nebenraum gewesen. Vielleicht auch früher mal eine Sauna, kann man aber jetzt nicht mehr viel von sehen. Und genau, hier definitiv das Schwimmbecken. Ja, hier seht ihr jetzt sozusagen noch Säulen, die das Hauptgebäude hier verbinden. Ich versuche euch einmal hier mit hochzunehmen und hier auch weiterhin sozusagen in das Hauptgebäude mitzunehmen, in die Villa. Oh, ihr seht halt, wie krass das hier noch alles aussieht, wie verwachsen drin angelangt. Also man muss hier schon aufpassen. Hier sind sehr
viele Sachen ja, leider zerstört, wie ihr hier seht. Das ist sozusagen der Mittelraum, aber auch leider komplett die Treppe nach oben, alles eingestürzt hier mittlerweile. Also das ist der Kamin. Dann war das hier das Hauptzimmer, hier sieht man das auch noch. Da war auch noch eine Tür zum Zumachen fürs Nebengebäude, aber ja, alles mittlerweile leider mal wieder zerstört. Hier hatte man noch einen Durchgangsraum, der nach hinten geführt hat. Hier kommen auch schon die ganzen Pflanzenrahen schon rüber. Und ja, das ist der Mittelbereich. Und ja, hier muss man halt permanent aufpassen, dass man hier nicht irgendwie durch den Keller durchschlägt. Eine erste kleine coole Location, die Villa. Sehr, sehr stark noch. Auch hier alles anzusehen. Auch der alte Kamin hier. Sehr cool. Den werde ich mich jetzt, glaube ich, oder wird man sich den nochmal hochwagen hier? Tatsächlich habe ich mich hier nochmal einen Schritt nach oben gewagt in die erste Etage. So sieht das Ganze hier von oben aus. Da geht es schon gar nicht mehr weiter, weil die Wendeltreppe tatsächlich okay. Das ist mir zu hart. Gut, ich komme wieder runter. Das hat doch zu sehr geknarrt gerade. Und bevor ich da einen Abgang mache, gehe ich wieder runter. Ich hätte eher gesagt, ich wollte sagen vom Rückgelände, aber von der Rückseite trifft es eher. Da oben bin ich jetzt eben nochmal gewesen, aber da ist auch alles eingebrochen. Da werde ich jetzt nicht weitergehen, weil es da auch schon angefangen hat zu knarren. Es war mir ein bisschen gefährlich, einfach zu gefährlich. Wie fandet ihr den ersten Eindruck von der Location? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare oder ob ihr auch schon mal hier auf dem Spot wart, beziehungsweise Location. Und genau, wir werden jetzt noch weiter auf Tour gehen und ab zur nächsten Location. Bis gleich. So, wir sind bei der nächsten Location schon. Das war eine ehemalige Aufbauschule, wie wir uns gerade durchgelesen haben und recherchiert haben. Das war hier das Eingangsgebäude da vorne. Und genau, wir gucken mal, wie es drin aussieht. Also genau, schauen uns das Ganze mal an. 1918 wurde dieser Bau mit einem Hauptgebäude und 2 symmetrisch angelegten Flügeln als Lehrerseminar eingeweiht, aber schon kurze Zeit später als sogenannte Aufbauschule genutzt. Das war eine Schulform, die auf der Volks- und Mittelschule aufbaute. Diese staatliche Schulform eröffnete auch Schülern aus schwierigen Verhältnissen die Chance, das Abitur abzulegen. Und genau, das ist der Hinterbereich, auch nochmal richtig, richtig sehenswert, das Ganze. Ja. So, wir gehen jetzt mal hier in diese Schule. Wir haben nämlich hier unmittelbar auch einen Eingang gefunden. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erst oben, dann unten. Ja. Und dann gehen wir nochmal uns das alles voranschauen. Wir haben mal ein bisschen zu tun jetzt. Das ist doch schon ein größeres Gebäude.
sieht man noch ein Lehrerzimmer von früher mit russischer Schrift. Und ja, das ist hier nochmal ein Nebenraum. Definitiv. Also es waren hier alte Zimmer. Was war das jetzt hier? Hier steht leider nichts mehr dran. So, die meisten Räume, die jetzt hier sind alle leer. Wir werden mal gleich die erste Treppe hinaufgehen. Also wirklich alles leere Räume hier. Und also da haben wir jetzt auch nichts gefunden. Hier ist der Haupteingang und wir gehen jetzt hier mal in die erste Etage. So, ab in die erste Etage. Hier wird es sogar wieder heller. Ich gehe schon mal nach oben. Ja, geh schon mal nach oben. Ich werde hier noch ein bisschen mir das alles anschauen. Ja, wie ihr seht, sind außer ein bisschen Struktur an den Fenstern nicht mehr allzu viel zu finden. Ich habe gerade gedacht, hier sieht man noch irgendwie alte Zeichen oder so, aber auch nur leere Gebäude, Tapeten an der Wand und auch noch ein Nebenraum. Und ein Abstellraum hier. Könnte das, ja. Alte Verzierung war am Treppengeländer. Die Aula der Aufbauschule hatte eine kastendeckenartige Holzdecke mit folkloristisch-russisch inspirierten Malereien. Der Raum diente auch als Kinosaal, was die dekorative Gestaltung erklärt. Schaut selber. Das ist sehr, sehr cool. Das sind alte Wandbemalungen an der Decke, ja, aber stark, richtig stark. Also definitiv für die Zeit sehr, sehr gut erhalten. Sehr, sehr gut erhalten hier. Guckt euch das an. Das ist richtig, richtig schön noch erhalten. Hinten zwar nicht mehr, aber ja. Richtig schön erhalten hier das Ganze. Wunderschön. Ja, auch mal wieder ein schöner Anblick einfach. Also eben war das echt cool, dass da noch die Deckenkunst an der Wand war und diese Treppenhausverzierungen hier, die wir jetzt hier noch sehen, ist das echt noch ein echter Hingucker gewesen. Hier in der Aufbauschule. Die waren noch einigermaßen bis gut erhalten und gerade auch die immense Struktur, die hier zum Vorderschein kommt der Schule,
was die einfach für einen Ausdruck hat, gerade vom Vordereingang. Genau, da wären wir jetzt, wie gesagt, ab zur nächsten Location. Und hier nochmal das letzte Bild der Aufbauschule. So, jetzt angekommen bei der nächsten Location, mitten im Wald hier, Fabrikhallen gedient haben. Also riesengroße Anlage hier. Ihr seht ja selbst, das ist richtig weiträumig. Wir sind ja oben in diesen ganzen Weg da lang gelaufen. Und ja, riesengroße Fahrzeughallen, die hier benutzt worden sind. Ja? Hä? Hier ist der ganze Schutt noch zu erkennen, der hier mal drin war. Und Das ist eine Fahrzeughalle gewesen, wa? ja, war eine Fahrzeughalle, aber riesengroß, ey. Wir sind das eben alles oben lang gelaufen, da ist alles schon überwachsen, verwuchert und ja. Ich würde schätzen, 150, 200 Meter ist die schon lang hier, die Halle. Und dahin geht es auch noch mal weiter. Da ist ein Tor, das laufen wir gerade mal mit euch hier alles ab. Und sonst leider keine Relikte irgendwie mehr zu erkennen. Die andere Hälfte oder das Ende der Fahrzeughalle zu finden. Genau, das sind wir eben oben auch alles, wie gesagt, abgelaufen. Und hier ist das Ende der Fahrzeughallen. Wir sind aber jetzt hier an ein sogenanntes Jagdschloss, das hier 1699, 1700 gebaut worden ist. Und hier auf der Seite noch ein alter Speicher. Den gucken wir uns jetzt einfach mal an. Nicht von drinnen, aber wir gucken mal uns das außen alles an. Und das ist hier auf jeden Fall das Jagdschlossgebäude. Sieht man halt schon. Dass es saniert worden ist. Und ja, hier ist noch ein Nebenhaus an der Seite. Und da ist noch das andere Gebäude. Da laufen wir gleich mal hin. Ja. So, hier haben wir doch mal das Seitengebäude. Definitiv. Auch nochmal sehr, sehr sehenswert das Ganze. Und dann gehen wir jetzt ganz kurz nochmal
laufe ich mit euch hier nochmal auf die Rückseite. Und zeige euch hier nochmal ein paar Informationen. Sind nochmal Informationen dran, die zur Stadt hier gehören. Und hier ist auch auf jeden Fall nochmal alles beschriftet. Und das ist sozusagen die Rückansicht der Hof und des Speichers und Jagdschlosses. Sehr, sehr sehenswert und definitiv. Wir sind jetzt hier nochmal in irgendeiner großen Lagerhalle drin, die vermutlich für Fahrzeuge diente. Auch laut dem Tor hier. Also ich weiß es nicht genau, aber guckt euch mal an, wie hoch das Ganze hier ist. Und hier sind auch noch sozusagen Lampen. Also ich denke mal, das wurde für Fahrzeuge genutzt. Ja, hier haben wir noch mal eine andere Lagerhalle, die vielleicht auch für Materialien zugänglich war. Und ja, hier sind auch noch mal Metalltür, Stiefel, Materialschrank, ein Tisch, wie ihr seht. Und ja, hier geht es halt in so einen Garagenraum irgendwie mit vielen Fenstern, die auch bestimmt als Raum für Fahrzeuge genutzt worden sind. Und ja, hier vorne sind wir jetzt auch wieder in diesem großen Bereich drin. Also echt klasse und sehr cool, das Ganze, sich das mal hautnah anzuschauen. So, das war's mit dem Lost Place Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo oder ein Like da. Ja, war auf jeden Fall eine coole Tour. Wir sehen uns auf jeden Fall bei den nächsten Videos. Macht's gut. Bis dann. Ciao.